Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Blogbeitrag, in dem mein Kollege Thomas und ich uns darüber unterhalten wollen, wie man das Thema Prozessmanagement mit einem völlig fachfremden Thema verbinden kann, nämlich dem Thema Kompetenzmanagement. Ich bin Lea. Als ich bei der Join angefangen habe zu arbeiten, hat Thomas mir die fabelhafte Welt des Qwams gezeigt. Das ist unser Prozessmanagement-Tool. Und deshalb habe ich ihn heute zur Unterstützung mit dabei, damit er einfach ein bisschen was aus seiner Erfahrung erzählen kann. Thomas, willst du kurz was zu dir sagen? Ja, gern. Ich arbeite seit 10 Jahren bei der Join und unterstütze unsere Kunden, wenn das System Qwam implementiert werden soll. Dabei nehme ich Anforderungen auf, spezifiziere diese, ja, und setze die auch gegebenenfalls gleich um. Das heißt also, Thomas kommt zu unseren Kunden und passt dort erstmal das Qwam an die individuellen Bedürfnisse an. Was sind das denn für Anforderungen? Na, das sind eine ganze Menge Anforderungen. Du kannst ja mit dem Qwam zum Beispiel auch durch eine Zertifizierung kommen. Das heißt, du benötigst zum Beispiel Chancen und Risiken oder Kennzahlen an einem Prozess. Genauso ist es aber auch möglich, dass wir Kompetenzen innerhalb des Qwams abbilden. Kompetenzen, die für eine Rollenbeschreibung, für Stellenbeschreibung benötigt werden. Okay, das heißt also, dass man einen Prozess mit ganz vielen verschiedenen Inhalten und Themen verbinden kann, auch wenn die vielleicht gar nicht im ersten Gedankenschritt klassischerweise zum Prozessmanagement dazugehören. Aber heute soll es ja gar nicht um die vielfältigen Möglichkeiten von so einem Tool gehen, sondern hauptsächlich um das Thema Kompetenzmanagement. Daher zuerst mal die Frage, wie kommt eigentlich ein Unternehmen oder eine Organisation auf die Idee, das Thema Kompetenzmanagement in einem Prozessmanagement-Tool abzubilden? Nun, das Qwam ist ein Organisationsinformationssystem. Das heißt, dass wir sämtliche Informationen über die Organisation in dem System ablegen können. Kompetenzen sind ja ein wesentlicher Bestandteil, weil man darf sich das vielleicht so vorstellen, dass Rollen, Stellen bestimmte Kompetenzen benötigen. So muss zum Beispiel ein Projektleiter Moderationskompetenzen besitzen. Er muss kommunikativ sein, muss da vielleicht auch bestimmte Lehrgänge besucht haben oder eine kleine Ausbildung absolviert haben. Ja? Oftmals auch in größeren Unternehmen, dass eine Fremdsprache als Kompetenz ganz wesentlicher Bestandteil ist, weil man vielleicht an die Firmenzentrale in Paris berichten muss. So, und da liegt es ja ziemlich nahe, dass man dann an den Rollen die Kompetenzen pflegt. Also zum Beispiel eine Fremdsprache, vielleicht Moderationsfähigkeiten, vielleicht, was weiß ich, bestimmte Kurse in IT-Systemen. Und da wir diese Entitäten gern nur einmal im System pflegen wollen und um dann auch Auswertungsmöglichkeiten zu haben, zum Beispiel, wie viele Kollegen sprechen denn bei uns im Unternehmen Französisch und wenn, auf welchem Level? Ja, weil du kannst ja sagen, ich bin Einsteiger, ich bin fortgeschritten, oder ich bin Profi. Ja, und das können wir ganz gut im Qwam abbilden und entsprechend auswerten. Und das Coole an der Sache ist auch, dass im Prinzip oder in der Regel die ganzen Rollen und Kompetenzen von der Personalabteilung alleine gepflegt werden. Und dass man dann selten mit den ganzen anderen Abteilungen zusammenkommt, um zu überprüfen, wo vielleicht Schnittstellen zu dem Thema zu finden sind. Wenn man jetzt aber so ein Tool nutzt, womit man die komplette Organisation als Ganzes mit all seinen Facetten abbilden möchte, dann ist man förmlich gezwungen, dass alle Abteilungen sich auch mal zusammen an einen Tisch setzen und dass zum Beispiel das Prozessmanagement-Team mit der Personalabteilung über das Rollenkonzept und über die verschiedenen Kompetenzen spricht. Genau, und da können wir es auch ganz einfach ermöglichen, dass wir redundante Daten vermeiden. So können wir beliebige SAP-Systeme anzapfen und spielen diese Daten aus SAP in das Qwam hinein. So können wir im SAP eine Übersicht haben über zum Beispiel Stellen und Funktionen, spielen die in das Qwam und können die dann beliebig mit Prozessen, Prozessrollen verknüpfen, aber auch Mitarbeitern. Ja, und nochmal zu dem Thema Auswertung zurück. Du hast eben gesagt, man kann das in verschiedene Richtungen auswerten. Was kann man denn dann alles sehen, wenn ich meinen Prozess mit einer Rolle und den mit einer Kompetenz verknüpft habe? Und die mit einer Kompetenz verknüpft habe? Nun, du kannst einfach sehen, dass du für diesen Prozess aufgrund der Rollenzugehörigkeit oder beziehungsweise, dass du siehst, dass an einem Prozess eine bestimmte Rolle in der Verantwortung, in der Mitwirkung oder informiert wird, dass diese Rolle bestimmte Kompetenzen benötigt, weil sie benötigt diese Kompetenzen, um eben auch diesen Prozess durchzuführen. Ja, wenn ich jetzt einen Kick-Off-Termin habe und
sehe ich, dass ich für diesen Kick-Off-Termin Moderationsfähigkeiten benötige. Mal ein ganz banales Beispiel. Das heißt also, dass diese Kompetenz über die Rolle mit dem Prozess verknüpft ist. Ja. Und für jeden Mitarbeiter fällt dabei auch noch eine ganz interessante Ansicht heraus, nämlich dadurch, dass man eine persönliche Ansicht generieren kann, in der ich sehe, welche Rollen sind alle mit mir verknüpft, sehe ich dann auch, welche Kompetenzen brauche ich als Lea eigentlich, um all meinen Aufgaben gerecht zu werden. Und mit dieser Information kann ich dann zum Beispiel meinen Personalentwicklungsbedarf ableiten, sodass unter Umständen viel strukturierter herausgefunden werden kann, wer eigentlich noch welche Schulungen oder Weiterbildungen braucht. Genau, oder du kannst herausfinden, wer ist denn zum Beispiel für welches Projekt geeignet. Genau. Man sieht also schon, dass es ganz viele verschiedene Blickwinkel auf das Thema Kompetenz- und Prozessmanagement gibt, die für unterschiedliche Interessensparteien einen ganz eigenen Mehrwert bieten. Kannst du uns ganz grob was dazu sagen, wie aufwendig das ist, das Kompetenzmanagement in unserem Prozessmanagement-Tool zu verbinden, zu implementieren? Das Schöne ist, das QAM ist ja beliebig erweiterbar. Das heißt, wir können mit sehr einfachen Mitteln, also mittels Konfiguration, das Datenmodell dahingehend erweitern. Ja, wir brauchen da keinen Programmierer oder sowas, sondern es ist einfach, dass wir auf Power-User-Niveau das System einfach erweitern können. Das Schöne ist, dass wir eigentlich die Kunden, sage ich mal, dahingehend ermächtigen, das entweder selbst zu tun unter Anleitung oder wir bringen das eben selber schnell ins System. Das ist gar kein Problem. Okay. An dem Beispiel von dem Thema Kompetenzmanagement kann man gut sehen, dass es sich lohnt, sich mit den Prozessen zu beschäftigen, weil man damit als Grundlage ganz viele andere Management-Themen aus einer Organisation verbinden kann. Und mit diesem Schlusssatz verabschieden wir uns und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.